So, Robert. Ja. Ist wieder soweit für ein Endlich. neues Spielzeug. Ja, Mann. Denn Leute, wir haben was ganz Interessantes dabei zum Testen. Und ich würde sagen, wir ballern erstmal einen schönen Porn raus. Denn hier ist er, der neue Rolls-Royce Spectre. Ja Leute, wo fangen wir an? Es gibt einfach so viele Infos hier über den neuen Spectre. Aber der wichtigste Punkt, der wichtigste Fakt zuerst, erstmalig in der Geschichte bei Rolls-Royce haben wir hier ein reines Elektrofahrzeug. Ich finde Elektrofahrzeug, ich würde jetzt nicht sagen, es klingt jetzt abwertend, aber Leute, man muss mal überlegen, wir reden hier von einem Fahrzeugpreis, der bei 390.000 € startet und so wie das Auto hier steht, reden wir hier von um die 460.000 €. Und das ist halt schon wirklich, wirklich verrückt. Aber man muss wirklich dazu sagen, ja, wenn man jetzt beim ersten Mal hört, rein elektrisch, aber Leute, ganz ehrlich, kaum bei einem Hersteller passt es so gut, rein elektrisch unterwegs zu sein, als hier bei Rolls-Royce. Warum? Über die letzten 100 Jahre hinweg ist für Rolls-Royce immer das Ziel gewesen, den V12-Motor so zu entwickeln, dass er so ruhig wie möglich ist, dass man so entspannt wie möglich unterwegs sein kann und auf der anderen Seite wir auch wirklich Leistung haben, die richtig kraftvoll nach vorne geht und kein Ende in Sicht ist. Und dementsprechend bin ich mal wirklich gespannt, wenn wir jetzt dann hier den Spectre fahren werden. Man muss mal überlegen, Leute, wir haben hier eine Gesamtlänge von über 5 Metern. Und wenn man sich mal überlegt, ja, die schöne Emily hier vorne hat nämlich ein bisschen abgespeckt, die hat ein kleines Facelift bekommen, denn das Ziel war hier einen CW-Wert von 0,25 zu erreichen. Bedeutet, hier diese schöne Emily hat weit über 800 Stunden im Windkanal verbracht. Also Leute, da geht schon wieder los, hier mit diesen kleinen Details bei Rolls-Royce. Wenn du da wirklich genau hinschaust, das ist immer wieder faszinierend. Leistungsmäßig, ja, reden wir hier von 584 PS, 900 Newtonmeter. Wir haben eine 102 Kilowatt Batterie an Bord und das kennen wir selbstverständlich aus BMW. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, von der Plattform her, viele Teile werden hier geteilt, ja. Aber dann natürlich, wenn es vor allem an Innenraum geht, hier außen, ja, ich meine, wir reden von einem Gesamtgewicht von um die 3 Tonnen. Das ist natürlich wieder extrem schwer, aber trotzdem, es sind immer noch 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Und wenn wir uns jetzt mal ganz kurz dieses Design anschauen, also erst einmal von vorne, finde ich mit diesem riesen Kühlergrill, mit diesen ganz scharfen Scheinwerfern, sieht das so extrem sexy aus. Ich sage immer wieder, hier Spec ist Geschmackssache. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es wäre jetzt auch nicht meine Wahl der Farbe. Ich weiß nicht, Robert, was sagst du? Was würdest du jetzt da für eine Farbe nehmen? Ja, von außen geht es tatsächlich. Innen ist er dann schön. Innen wird es wild, ja, dazu kommen wir gleich. Aber Leute, wir müssen mal wirklich hier nach hinten gehen, weil jetzt haben wir hier so eine riesen Haube, ja, obwohl man eigentlich ja überlegt, da saß damals der V12 drinnen, ja, und jetzt haben wir natürlich die komplette Batterie unten, was natürlich wieder einen niedrigen Schwerpunkt gibt und das natürlich auch beim Thema Handling bin ich mal wirklich gespannt, weil klar, Wankstabilisierung, Allradlenkung haben wir alles am Start, aber jetzt zieht euch das mal rein. Hier dieses Dach und jetzt hat, wie weit das nach hinten geht. Also das ist brutal. Also wirklich hier dieser Part, dieses Dach, die Scheibe und dann hier, da ist gar kein Ende in Sicht. Und man muss wirklich sagen, designtechnisch, ja, ich bin mal wirklich gespannt, Leute, auf eure Kommentare, was ihr hier zu dem Design sagt. Aber ich finde das extrem sexy. Robert, komm mal hierher. Man muss sich mal die Linie von hier anschauen, damit wir das Auto komplett auch von hinten sehen. Und jetzt zieht euch noch mal hier dieses lang gezogene Eck rein. Unfassbar. So, hier wichtig, das werden wir natürlich jetzt dann gleich testen, denn Leute, wir haben, glaube ich, nur noch so um die 20–25% Batterie. Ich habe extra zu Rolls-Royce gesagt, sie sollen mir das Fahrzeug so gut wie leer hinstellen. Denn hier, der Spectre kann mit 195 kW laden, ja, was jetzt nicht
schlecht ist, aber es ist auch nicht besonders gut, wobei man dazu sagen muss, ich gehe mal nicht davon aus, dass es großartig einen Spectre-Kunden geben wird, der zur Ladesäule fahren wird, sondern der wird sein Fahrzeug daheim laden. Ich denke mal, von den Kunden her werden das eher Leute sein, die das Fahrzeug ja zum Flughafen damit fahren oder in die Stadt damit fahren. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich besitze keinen Rolls-Royce. Aber ich bin mal wirklich gespannt. Schaut euch das mal hier an. Diese Tür, wie weit die aufgeht. Was eine Riesentür. Und jetzt haben wir hier, Leute, den Innenraum. Und ihr seht, das ist wild. Ja? Weil wir haben hier einmal wie die Außenfarbe. Ja? Und dann haben wir so ein artmäßiges, ich kann jetzt nicht sagen genau, wie das nochmal hieß, aber ich glaube irgendwas so in Richtung Pink Berry. Nennt sich hier die Innenfarbe. Aber Leute, Materialien. Da sieht man einfach, normalerweise bei einem Hersteller, wenn er ein Elektrofahrzeug baut, dann will er natürlich schauen, dass er so leicht wie möglich unterwegs ist. Ja? Weil wir reden ja hier allein schon von der Batterie um die 700 Kilo, ja? Gesamtgewicht 3 Tonnen. Aber hier wurde natürlich überhaupt nicht auf feinste Materialien verzichtet. Bedeutet, wir haben hier einen Haufen Leder. Dann hier, ganz wichtig natürlich auch für dich, Robert, ne? Ja, natürlich. Der Teppich, ja? Das ist natürlich gar, und allein wie sich das schon wieder hier drinnen sitzen lässt, das ist verrückt. Dann haben wir hier, das ist hier ganz neu, denn wir haben hier komplett die Türen mit LEDs beleuchtet, ja. Und ich glaube, das sind hier pro Tür, ich weiß nicht, ob es pro Tür ist, aber insgesamt mit hier komplett Starlight haben wir hier über 11.000 LED-Leuchten, ja. Alles handgefertigt. Das ist so verrückt. Und das natürlich auch hier in Verbindung. Denn Leute, das muss man sich nämlich hier mal anschauen. Das ist nämlich nicht ein Bildschirm, sondern das sind alles einzelne LEDs. Und das ist halt wieder einfach verrückt. Und wie gesagt, hier einfach ein Haufen Leder, ein Haufen Aluminium, wo man hinschaut. Das ist kein Fake, sondern das ist Rolls-Royce-Qualität. Und ich würde sagen, Robert, ich gehe jetzt rüber. Ja, du setzt dich hier hin. Auf jeden und Fall. Dann machen wir Jalla Abfahrt. Aber trotzdem, ich möchte es noch mal zeigen, weil das ist einfach ballermäßig. Pass auf, die Tür geht zu. Ach du Scheiße. Weißt du was? Ich bin eher gerade verwundert von dir. Von mir? Ja, weil du noch gar nicht eingeschlafen bist. Ja, ich bin kurz davor, ich habe schon gegeben. Weil Leute, wir sind jetzt hier unterwegs im Spectre. Ungefähr schon seit, ja, gut 20 Minuten. Denn wir sind natürlich jetzt hier in die Stadt gefahren. Und Leute, ich weiß, es ist schwierig zu vermitteln auf der Kamera, weil man natürlich einen V12-Sound, einen 10-Zylinder-Saugermotor viel, viel besser vermitteln kann. Aber genau jetzt hier das Gegenteil. Wir sind einfach mal ganz kurz still. Es ist schon fast unheimlich. Das ist krass. Es ist so ruhig, es ist so entspannt, dass es kann man in Worte gar nicht beschreiben. Nee. Null. Wie verrückt das ist, wie leise es hier in dem Auto ist. Junge, was geht denn jetzt auch? So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt sind wir da. Jetzt wollen wir ins Tunnel fahren. Zieh dir das mal rein an den Türen. Schau mal. Hier an den. Das noch nie. Das ist ja völlig verrückt. Und dann, wenn du hier das anschaust, ja, jetzt wollte ich schon wieder fast gerade sagen Display. Nein, das ist aber kein Display. Das sind alles einzelne LEDs. Also hier dieses Fahrzeug, rein elektrisch, das war ja wirklich schon bei dem V12, wo du gesagt hast, du hast schon gar nicht mehr gemerkt, dass du einen Motor verbaut hast, weil es so ruhig, weil es so entspannt gewesen ist. Aber jetzt hier wirklich rein elektrisch unterwegs zu sein, das ist halt nochmal, weil du wirklich keinen Schaltvorgang merkst, wirklich keinen Gangwechsel, sondern wirklich so dahin gleitest. Das ist echt krass, Und wie auf einer Wolke. Und ich meine, ganz ehrlich, dieses Fahrzeug, also der Kunde, der sich so ein Auto zulegt, der fährt eigentlich hauptsächlich nur damit in der Stadt oder irgendwelche kurze Routen, sage ich mal, als München, Stuttgart, vielleicht noch Frankfurt. Aber sonst, der fährt keine langen Strecken. Der lädt das Fahrzeug nicht wirklich. Ich meine, Leute, ihr seht, 80 Kilometer Reichweite, denn das werden wir jetzt gleich testen. Ja? Bis zu 195 kW können wir laden. Das ist jetzt nicht extrem schnell, aber das ist auch nicht schlecht. Das ist wirklich mittelmäßig. Ja? Als Vergleich RS e-tron GT lädt mit bis zu 270 kW. Und dementsprechend, wenn wir jetzt mal wirklich gleich schauen, wir werden jetzt gleich mal kurz auf die Autobahn fahren, weil das ist natürlich jetzt gleich das Interessante, wie beschleunigt hier der Spectre durch, aber so, also in der Stadt, das ist so faszinierend. Es ist so tiefenentspannt, also mich wundert es wirklich, dass du noch nicht eingeschlafen bist, Robert. Ich muss kämpfen.
Schon, oder? Aber ich sag ehrlich, vor 12 braucht sie gar nicht mehr. Aber das Auto ist schon echt breit. Also Ja, breit, lang. das auf jeden Fall. Das ist halt ein Riesenschritt. Nee, also es ist wirklich, wo ich sonst oft sage, okay, gut, das Auto macht elektrisch einfach keinen Sinn. Ja, das gibt es wirklich von diversen deutschen Automobilherstellern, wo es einfach bei manchen Modellen einfach keinen Sinn ergibt, einen Elektromotor einzubauen. Aber hier rein elektrisch unterwegs zu sein, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Das ist so tiefenentspannt. Dann geht es hier ab auf die Autobahn jetzt. Und wenn man jetzt mal ganz kurz drauf schaut, wir haben den Verbrauch von um die 28 Kilowatt die Stunde. Und das ist natürlich nicht gerade wenig. Ja? Wir haben jetzt noch eine Reichweite von 74 Kilometern. Wir sind genau eben bei Viertel jetzt noch. Und ich meine, komplett vollgeladen, laut WLPT sind es 520 Kilometer Gesamtreichweite, wobei man realistisch denken muss. Und da sind das eher 350 Kilometer, wenn es gut läuft, 400 Kilometer. Und generell, man muss auf jeden Fall hier mit einem Verbrauch von um die 25 Kilowatt die Stunde rechnen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich meine, das Auto, der Kunde benutzt, glaube ich, dieses Fahrzeug eigentlich rein nur so, wie wir jetzt halt in der Stadt oder irgendwelche kurzen Strecken, vielleicht noch irgendwie München, Stuttgart oder so. Ja. Aber mehr definitiv nicht. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es hier einen Rolls-Royce-Kunden geben wird, der sein Auto wirklich an der öffentlichen Ladestation laden wird, sondern wenn dann immer daheim. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt hier freie Fahrt, mal wirklich aus 100 raus. Ready, Robert? Ja, du? Oh. Okay. Mhm. Okay, das ist krass, weil normalerweise bei jedem Elektrofahrzeug, du kennst es ja, RS e-tron GT und so weiter, du hast am Anfang immer diesen extremen Punch. Voll. Aber was du hier jetzt gemerkt hast, wir werden es gleich nochmal schauen, wenn gleich nochmal freie Fahrt ist, du merkst einfach, dass der komplett gleichmäßig durchzieht. Voll. Und genau das ist eben, was wir aus dem V12 kennen, dass du wirklich gleichmäßige Beschleunigung hast, ja? Schauen wir mal hier. Jetzt werden wir wieder draufdrücken. Siehst du, du hast nicht gleich sofort den Punch da, aber siehst du, es marschiert durch. Das marschiert durch, marschiert weiter und da ist kein Ende in Sicht. Aber auch so geisteskrank merkst, dass das Drehmoment ist. 900 Newtonmeter. Ich meine, es sind 584 PS. Und das ist schon faszinierend. Ganz ehrlich, ich würde es nicht merken, ob wir jetzt hier rein elektrisch unterwegs sind oder wie es Rolls-Royce über die ganzen letzten Jahre den schönen V12-Motor eingebaut hat. Du merkst keinen Unterschied, weil du genau, und das glaube ich war auch das Ziel von Rolls-Royce, dass du wirklich hier sagst, okay, du drückst aufs Gas und du hast sofort die Leistung, du hast wirklich die Leistung da, aber nicht diesen extremen Punch, wie du es bei vielen Elektrofahrzeugen gewohnt bist. Ja. Und was mir übrigens auch gerade aufgefallen ist, du hast ja hier so ein spezielles Federungssystem verbaut, ja, was jedes einzelne Rad entkoppeln kann, damit du eben hier, sage ich mal, schau mal hin, wir gehen mal rechts rüber, damit das Auto nicht aufschwankt. Wir reden von 3 Tonnen. Nochmal hier links. Hä? Okay, das ist krass. Bleib einfach kerzengerade. Also da merkst du einfach, wie clever Rolls-Royce, was dieses vorausschauende Fahren angeht, Allradlenkung, wir haben die Wankstabilisierung, dann hier das spezielle Federungssystem und das macht halt so viele Faktoren einfach aus, warum hier ein Rolls-Royce und auch hier wieder der Spectre einfach pure Perfektion ist. Und ich würde sagen, ich meine, wir haben jetzt nur noch 50 Kilometer Reichweite. Ich habe es jetzt gerade schon beim zweiten Beschleunigen gemerkt. Wir gehen natürlich Richtung Ende der Reichweite zu. Bedeutet, er nimmt automatisch die Leistung ein bisschen weg. Ja? Und dementsprechend würde ich sagen, treffen wir uns gleich bei der Ladestation wieder. Laden das Auto gleich mal auf. Und übrigens, Leute, ganz wichtig, weil ihr seht, hier kommt nämlich jetzt der Schnee. Bald ist ja Weihnachten. Ne? Und wie ihr wisst, wir filmen seit mehreren Jahren jetzt mit den Insta
Insta360-Kameras. Wir haben hier vorne einmal die X3-Kamera montiert. Bedeutet, die geht einmal nach vorne, einmal nach hinten, beziehungsweise generell 360 Grad. Hier rechts einmal die One RS. Ja, er sagt, siehst du, wir müssen jetzt halt nämlich laden. 50 Kilometer Reichweite nur noch. Und na Leute, gibt es jetzt gerade Weihnachtsaktionen, wo ihr gut Geld sparen könnt. Denn ich habe nämlich hier auch die Insta360 One RS auf dem Kopf. Wenn ihr da irgendwelche Fragen haben solltet, bester Mann, Robert, bitte. also bitte Schreib einfach mir. Nachrichten an Robert schreiben, wenn es Sehr dazu irgendwelche Fragen gibt. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal bei Insta360 vorbei. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich beim Laden wieder. Auf jeden Fall. Also ich sag dir eins, Robert, ich fühle mich hier ein bisschen fehl am Platz, weil wenn ich nämlich darüber schaue mit den Tesla-Modellen und die ganzen anderen Autos, bis auf der i7, der da hinten steht, wirkt einfach der Rolls-Royce Spectre hier einfach komplett fehl am Platz. Das ist so surreal, mit einem Rolls-Royce hier zu einer Ladestation zu fahren. Aber irgendwie auch wieder geil, muss man sagen. Ja. Wobei ich gehe einfach davon aus, Leute, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der typische Rolls-Royce-Kunde mit seinem Fahrzeug hier zu einer Ladestation fährt. Außer er muss wirklich, dass er keine Reichweite mehr hat, so wie wir jetzt gerade. Ja. Wir hatten jetzt am Ende nur noch eben die 40 Kilometer Reichweite. Jetzt schauen wir mal drauf, mit wie viel kW wir hier eigentlich laden. Okay, wir sind jetzt bei 175 kW, 36%. Wir haben vorhin mal ganz kurz drauf geschaut, als er so bei 18% gewesen ist, da war er wirklich bei 195 kW. Das ist gut, aber es ist jetzt auch nicht, wo du sagst, extrem schnell. Ja? Wobei du, wieder jetzt sind wir bei dem Thema, diese 195 kW reichen für den Rolls-Royce-Kunden komplett aus, weil der fährt nach Hause, der steckt sein Auto zu Hause an und am nächsten Tag ist das Fahrzeug wieder komplett vollgeladen, kann zu seinen Terminen fahren, kann ins Büro fahren und so weiter. Von daher ist das eigentlich egal, ob wir hier mit 190, 195 oder eben mit 250 kW laden können. Fazit vom Fahrzeug. Robert, was ist deine Meinung? Also ich finde mega entspannt und ich meine, Elektro passt beim Rolls-Royce wie die Faust aufs Auge, oder? Ja, definitiv. Also das ist genau das, mit was ich schon gerechnet hatte, weil ich meine, Rolls-Royce hat das über die Jahre hinweg immer weiter und weiter verfeinert, diesen V12-Motor so hinzubekommen, dass du eigentlich gar nicht mehr merkst, dass du einen Motor im Fahrzeug hast. Und jetzt hier rein elektrisch unterwegs zu sein, passt einfach ideal. Nichtsdestotrotz, ich meine, Rolls-Royce baut ja weiterhin noch ihre V12-Motoren bis 2030. Dann soll der letzte Rolls-Royce mit einem V12-Motor vom Band laufen. Aber was hier Rolls-Royce mit dem Spectre an Arbeit geleistet hat, rein elektrisch, finde ich eine ideale Lösung. Und man hat einfach wieder gemerkt, wie viel ruhiger und noch mal entspannter man einfach in so einem Rolls-Royce sitzen kann, fahren kann. Und dementsprechend, ich würde sagen, wir lassen das Auto jetzt noch so gut wie voll laden. Und dann, Leute, sind wir raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, es war heute mal ein etwas ruhigeres, entspannteres Video. Aber beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder lauter. Und von daher, Peace out, bis zum nächsten Video wieder. Oh. Die Tür geht Ach du zu. Scheiße.